Folge Nummer 3 von Kingdom Come Deliverance Beta und wir haben im Steinbruch erfahren, dass wir uns Richtung St. James aufmachen sollen und dann hier hoffentlich den Minenschacht finden, den wir suchen. Das machen wir jetzt einfach mal. Die Steuerung von dem Pferd ist noch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Da kommt einfach wer. Ich glaube, der wollte mich hauen. Ich möchte aber nichts mit ihm zu tun haben jetzt gerade. Ich muss hier wen finden. Also wir hauen uns jetzt mal nicht mit dem. Jetzt ist ein bisschen die Erde abgerutscht. So, wir sollen eine Steinbrücke finden. Die wird ja irgendwo hier vorne dann gleich sein. Das sieht nach einer Steinbrücke aus. So, über die sollen wir rüber. Haben wir gemacht. Der Sound ist auch geil. Also die Hufe auf der Brücke klappern. So, jetzt soll irgendwo der Fluss hier oder dieser Bach nochmal den Weg kreuzen. Da soll dann ein Hügel sein. Und auf diesem Hügel soll dann eben das sein, was wir suchen. Also der Minenschacht. Ja, hier vorne scheinbar. Einfach nur mal kurz, um die Dimensionen ein bisschen näher zu bringen. Hier haben wir angefangen. Hier ist Teilberg, die Burg. Hier sind wir runter. Hier ist das Badehaus. Hier ist das Wirtshaus. Hier war der Gerber. Hier ist der Steinbruch, den wir eben losgeritten sind. Hier ist diese Steinbrücke. Und hier oben ist scheinbar unser Objective, was wir finden müssen. Hier ist irgendwie so ein Lager eingezeichnet, das kann schon mal nichts Gutes heißen. Und das hier war, glaube ich, alles so ziemlich der Alpha-Bereich. Diese Sternchen heißen übrigens wohl, dass da irgendwelche Quests auf mich warten oder Aufgaben auf mich warten. Da werden wir uns auf jeden Fall auch noch umgucken. So. Also hier würde das Ganze, also geht der Fluss nochmal über den Weg. Und wir müssen uns jetzt hier wohl scheinbar in den Wald schlagen. Das heißt, wir machen das mal hier. Das ist so ein kleiner Übergang, den mein Pferd fast trifft. Ja, Reiten im Wald ist jetzt immer so eine Sache und hier sieht man auch schon, der Wald in Kingdom Come Deliverance ist ein richtiger Wald. Ja, ich dismounte mal. Kann ich hier nicht mal. Hier kann ich. Der ist eben halt wesentlich dichter als in anderen Spielen. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie da heile rauskomme. Hilfe. Der Wald hat mich gefangen. So. Suchen wir jetzt mal irgendwie einen Weg durchs Unterholz. War ja auch der Fall bei Ricky scheinbar. Hat sein Vater ja erzählt. Das sieht doch gut aus. Und so muss einfach tatsächlich ein Wald aussehen. Das haben schon ganz, ganz viele gesagt. Die ich irgendwie habe zu dem Spiel was reden hören oder auch schreiben, die dazu was geschrieben haben. So sieht einfach ein Wald in Mitteleuropa aus. Genau so. Das ist einfach so. So, und das hier sieht doch aus wie das Versteck von einem Wilderer. Hier ist noch eine Feuerstelle. Hier sind Felle aufgespannt. Na, gucken wir doch mal. To do. Not that I can expect any useful advice from you. At least you have no more cares. Need someone to talk to. Fuck! Don't kill me! I can explain. I
won't tell anyone, I swear. I've no one to tell anyway, just please, don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men? No. Then who are you? Okay, wir haben Ricky gefunden. Das ist schon mal gut. Und ja, jetzt können wir mit ihm reden. Also er hatte scheinbar Angst, dass wir ihn umbringen. Und das wird daran liegen an den Leuten, die bisher seine ganzen Kameraden abgeschlachtet haben. Immer wenn wir denen auf der Spur waren. Jetzt haben wir endlich mal ein Leben gefunden. Jetzt müssen wir nur gucken, dass er uns auch was sagt. Ich sage ihm jetzt einfach mal, dass ich tatsächlich hier... dass die da für ihn, also dass er verfolgt wird. Vielleicht sagt er mir dann ja was. I came to warn you. They're coming for you. Oh, that's so? Good job I'm hiding out here then. They killed your friend Lubosh, nailed him to the door of his own house. Why do you think I'm in hiding? If you don't want to end up like him, you'd better tell me what you know. And how will that help me? Don't worry about that. Let's just say they can come to a bad end too, even if it won't be easy. Fine. What do you want to know? That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We was in it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There was two gangs there. Mine and Runt's. We was only there to steal. They wanted to slaughter everyone. But when you knew what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing. Even that we was going to Neuhof. They told us to keep watch on the courtyard while they was cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Them horses was the most valuable thing there. When I spoke up, though, Runt gave me such a bollocking I thought it was best to keep my mouth shut. And when they said we was gonna kill anything what moved, then we knew there was no going back. Okay, also es gab scheinbar einen Überfall auf Neuhof mit zwei Banden. Einmal die Bande von Rand und einmal die von Ricky. Und die von Rand waren wohl da, um eben alle Leute abzuschlachten. Und Rickys Leute wollten wohl eigentlich nur die beklauen nehmen auf dem Gehöft. Und das ist dann scheinbar aber ein bisschen eskaliert, als die Gang von Rand sich da durchgesetzt hat. Und das wird wahrscheinlich auch die sein, die ihn verfolgen. Weil er hatte eben ja Angst vor Rand. Und dann fragen wir mal ein bisschen darüber. Über seine Gang. That gang of yours, what can you tell me about them? I don't know what you want to know. There was 4 of us, me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pavel. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims, never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest, and he'd mostly find the jobs for us, plan them and the like. He got us into that fucking mess in Neuhof, too. What about the others? Timmy's thick as a fence post. Strong as an ox, but not a brain in his head. And Limpy, I've been with him the longest. He's my one and only friend, I suppose. Okay. Also er hat noch 3 Kollegen dabei gehabt. Where did the rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Aye, but he's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works. Which mill? The windmill, a bit north of Neuhof. Okay, da wissen wir schon mal, wen wir haben. Also Timmy ist noch ein weiterer Kontakt, der arbeitet an der Mühle in der Nähe von Neuhof. Who got your 2 gangs together? You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're gonna rob a farm, he says. That was a big deal, because mostly we just did small stuff. A hold up on the road now and then. Nothing bigger. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't refuse. So Pius knew them? I suppose, but I don't know where from. We even got paid up front. I should have known from the start it was a bit fishy. Ja, aber das Geld musst du dir keine Sorgen machen, das habe ich jetzt. So, okay. Dann fragen wir mal über die Gang von Rand aus, was da so geht, wen er davon kennt. Did you know any of Runt's people? Not a one. They didn't talk to us at all. And none of their faces was familiar either. The only thing I know is they called that huge chief of theirs Runt. And Pius warned us to watch out for him. Also sein Chef, der Pius, der hat wohl eben den Kontakt zu Rand hergestellt und meinte wohl auch, dass der gefährlich ist, aber sollen wohl auf das machen, was er sagt und die Schnauze halten.
I don't suppose you know where they got to after the raid, do you? On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon that's where they're at. Okay, also die haben irgendwo ein Camp scheinbar. Did Timmy tell you where the camp is? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. Thing is, Timmy's got quite an imagination, but Pius roared at him to shut it, so I reckon there must be something in it. Okay, das ist schon mal gut, weil Timmy, wissen wir, arbeitet an der Mühle oder wohnt da. Und Timmy hat scheinbar mal mitbekommen, wo das Camp ist von Rand und seiner Bande. Und das ist ja die eigentliche Bande, die wir suchen. Das heißt, da könnten wir noch dann eine Info kriegen. Tell me exactly how the raid went down. Well, we stormed in from the rear. Runt's people started slaughtering the horses. And Jesus, that was bleeding horrible. Meanwhile, me and Limpy had to sniff around the stables to see if we could find anything worth pilfering. And in the end, we got lucky. What did you find? Smill, Hanusha's groom. I don't know why he was up and what he was doing in the stables, but we took advantage of the situation. Limpy grabs him by the throat and I slapped him round to tell us where the money was. Then, it all fell apart at the seams rapid-like. Runt comes running up and skewers the groom like a pig for roasting. My jaw dropped. I thought the stuff about killing was just tough talk. And it wasn't? No, not in the least. What happened then? Well, I'm gaping at Smill, stuck through and through, and then I noticed this boy standing at the other end of the stables, pointing at us, jaw hanging down to his knees, saying, "Lubosh?" Runt turns to us and hisses, "Take him down!" So, me and Lubosh start running, because the lad took to his heels. At the same time, we could hear the noise of the skirmish in the courtyard. We caught up with the boy at the next farmhouse. I knocks him on the ground, but he bashes me with some piece of iron so hard, my head's ringing like a fucking church bell. Limpy grabs it off of him and stands over him with his bodkin in his hand, and I start praying. In the end, he just gives him a kick and says, "Beat it, Ginger." And then Runt shows up at the gate and hollers that we gotta go. So we scarpered. Okay, also es gibt schon mal einen Überlebenden. Einen Jungen, der den Lubosh wohl, der im Intro so schön an die Tür genagelt war, erkannt hat. Und der wurde wohl laufen gelassen von Lubosh während dem Raid. Jetzt gucken wir uns nochmal das Nachspiel an. What happened after the raid? We was waiting for that fool Timmy. Same place as we'd met him before, so he'd know where we was, right? Fucking bad idea. But Pius didn't want to leave him behind. Only when Timmy turned up after a while, two of Runt's men was dragging him. There was some, difference of opinion. Huh. They started on us right away that we was traitors. They knew we'd let somebody get away, and now we was gonna pay for it. They started surrounding us, and we knew it was coming. But Limpy took his bodkin and let that fucker have it in the belly. Runt? No, one of the others. Timmy broke free from them, and we all took to our heels. Luckily, they was so buggered from the raid, they didn't follow us for long. They just shouted after us that they'd find us. Okay. Dann wissen wir eigentlich alles, was passiert ist. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. That's all I need to know. So now, what do I do with you? Well... Okay, ich glaube, wir kriegen Besuch. Shit. Runt's people. We gotta get out of here. They're too close. We'll never outrun them. Fuck. At least they don't know there are two of us. We can take them by surprise. In a pig's eye. I'm out of here. Look here. If you run, they'll kill you, and me too. Together we stand a better chance. Jesus Christ. Alright. I suppose you're right. Hat der als Wilddieb nicht irgendwie, keine Ahnung, Pfeil und Bogen oder so vielleicht am Start? Das wäre doch irgendwie mal praktisch. So, dann kämpfen wir mal.
Den haben wir schon mal down. You're dead. Den auch. Wir machen ihn einfach hier von hinten. Ich habe keine Ausdauer mehr, ist das Problem. Au! Wie mich mit seiner Axt einfach geprügelt hat. Ich möchte den mal... Oh, jetzt habe ich den falschen erwischt. Nee, nicht den. Den will ich nicht. Damn! Ugh. Nee, Moment. Ich will den nicht, ich will den anderen hauen. Wie kann ich denn das Target wechseln? Geht das irgendwie? Okay. So, ich glaube, wir haben alle down. Ricky, kann ich mit dir reden? Du kannst deine Waffe, glaube ich, wegstecken. Ich habe dich nur aus Versehen gehauen. Ah, ich kann den looten. Sein Schild nehme ich mir mal mit. Da hätte ich aber ganz schön viele Sachen dabei. Und vor allem hätte Essen. Essen ist gut. Lockpick und Money nehmen wir auch mal mit auf jeden Fall. Reitstiefel. Kann ich im Zweifelsfall ja verkaufen wahrscheinlich. Das sacken wir alles mal ein hier. Könnten wir mehr Geld dabei haben, die Penner. Und den dritten haben wir hier fertig gemacht. Eine Axt, okay. So. Ich gucke mal gerade, ob ich mir davon jetzt irgendwie was anziehen möchte von den Sachen. Also ich hätte jetzt hier ein Schild noch statt meiner Fackel. So, dann kann ich hier so eine Kappe aufsetzen. Ich habe Handschuhe. Und so, ja, gepanzerte Knie-Dinger. Und vernünftige Reitstiefel statt dieses Piece of Cloth. Das kann ich einfach mal droppen dann. Sieht ja schon noch nicht so schlecht aus. Und ich sollte mal ein bisschen was essen. Ich esse einfach mal das Ed, was wahrscheinlich Brot sein soll. Wobei das wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob Nahrungsmittel schlecht werden können. Das Hairmeat, das ist hier am meisten wert. Am meisten wiegen tun die Äpfel, weil ich da 6 Stück von habe. Ich esse dafür jetzt einfach mal so viel, dass ich hier mein Food auf 100% habe. Nur Rest ist halt ziemlich low. So. Reden wir nochmal mit I've got Ricky. some more questions. Huh? You're coming with me. Sir Rudzik and Sir Hunnish will want to hear you. I don't suppose there's any chance you might turn a blind eye? Why should I? I didn't do nothing all that bad, and I told you everything I know. You can tell them yourself and leave me here, and in a few weeks I'll pack up and clear off. Okay, ja. Wir können es leider nicht mitnehmen, aber er hätte immerhin das gemacht, was wir von ihm wollten. Wir haben die Infos, die wir wollen. Ich sag ihm einfach, okay, sieh zu, dass du dich wegmachst. It might be best if you disappeared. You're no use to me anymore anyway. Thanks, thanks. I remember this till the day I die. Best just try living honestly. I'll try, I promise. Ja, also würde mich nicht wundern, wenn wir den entweder später nochmal wiedersehen. Oder irgendwas anderes mit dem passiert. Ja, will ich die Sachen hier echt jetzt haben? Vor allem, das ist schon so kaputt. Nee.
Wir legen die Sachen einfach ab. Wir behalten einfach mal die Sachen an, die wir schon hatten. Außer die Stiefel, die nehmen wir mal mit, die sind ganz nett. Die Reitstiefel. Den Rest lassen wir so. Ich gucke jetzt mal kurz, ob ich hier irgendwie ein Bett finde oder sowas, was er vielleicht in seiner Höhle hat. Ob ich da schlafen kann. Hier, ja, schlafen kann ich doch tatsächlich. Das mache ich jetzt allerdings außerhalb der Aufnahme, weil ich nicht weiß, ob das dann wieder so lange dauert wie beim letzten Mal. Und dann erstatten wir mal Bericht. Wir haben jetzt hier unsere Quest erfüllt. Und soll jetzt hier zur Windmühle gehen. Und da kommen wir auch an Mehr vorbei. Und da müssen wir noch hin für die andere Quest. Das heißt, wir haben wieder gut was geschafft, guten Progress gehabt heute. Es hat alles funktioniert, die Skriptereignisse und die Zwischensequenz hat funktioniert, wo die Leute da ankommen. Freut mich, dass es schon echt so gut klappt als im Spiel. Morgen geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.